Wir wollen heute mal über etwas sprechen, das viele so gar nicht wahrnehmen. Wenn du nämlich eine GmbH besitzt in Deutschland und dann ins Ausland wegziehst, dann fällt unter Umständen eine doppelte Wegzugssteuer an, um genau zu sein, nämlich die eigentliche Wegzugssteuer und dann noch die sogenannte Entstrickungsbesteuerung. Was es damit auf sich hat und wie du das vermeiden kannst, darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß ja, dass viele von euch planen, zum Jahreswechsel auszuwandern. Deswegen haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2024 noch einige interessante Seminare und Workshops für Auswanderer geplant. Bei allen unseren Seminaren geht es um Themen wie rechtssichere Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz außerhalb der EU und natürlich auch zweite Staatsbürgerschaften. Neben einem intensiven Kurs- und Seminarprogramm gibt es immer viel Raum für Networking bei unseren Events. Networking mit mir, mit Daniel und natürlich den anderen Teilnehmern. Das Beste ist, dass dein Ehepartner, Lebenspartner oder Geschäftspartner kostenlos zum Seminar, zum Workshop mitkommen kann. Alle weiteren Informationen zu unseren Seminaren und Workshops findest du im ersten Kommentar zu diesem Video. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Events dieses Jahr kennenzulernen. Wer unseren Kanal regelmäßig hier anschaut, der weiß inzwischen natürlich, dass es bei einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, wenn man Deutschland verlässt, zur sogenannten Wegzugsteuer kommt. Dabei handelt es sich um eine Steuer, die eigentlich eine Variante der Einkommensteuer ist. Das heißt, das Ganze ist eigentlich bei dir persönlich, beim Gesellschafter persönlich angesiedelt. Ich will jetzt hier nicht im Detail über die Wegzugsteuer sprechen. Wir haben dazu schon viele Videos gemacht. Such am besten auf unserem Kanal, dann kannst du hier im Detail erfahren, was es damit auf sich hat, wie die Wegzugsteuer berechnet wird und was man dagegen tun kann. Aber um es ganz kurz zusammenzufassen, im Grunde genommen wird bei der Wegzugsteuer der Wert der Gesellschaft, der Wert deiner Anteile in Deutschland beim Wegzug besteuert. Also als Beispiel, wenn du eine GmbH mit 25.000 Euro gründest, du bist der einzige Gesellschafter, und nach 5 Jahren ist die GmbH 1 Million wert, dann musst du persönlich als Einkommensteuer im Halbeinkünfteverfahren die Differenz zwischen 25.000 Euro Stammkapital und 1 Million Firmenwert versteuern. Das heißt, in diesem Fall würdest du so ungefähr, sage ich jetzt mal so 250.000 Euro Wegzugsteuer bezahlen müssen in meinem Beispiel. Das ist die Wegzugsteuer. Hier spielt es keine Rolle, was mit der GmbH passiert. Es spielt also keine Rolle, dass die GmbH weiter in Deutschland bleibt. Diese Wegzugsteuer wird trotzdem fällig. Du als Gesellschafter musst diese Wegzugsteuer bezahlen. Einzelunternehmer oder auch wenn du an einer Personengesellschaft beteiligt bist, müssen sich dazu keine Gedanken machen. Allerdings wird die Wegzugsteuer auch fällig, wenn du an einer ausländischen Kapitalgesellschaft beteiligt bist. Das heißt, hier sind jetzt nicht nur deutsche GmbHs betroffen, aber eben auch generell Kapitalgesellschaften im In- und Ausland. Jetzt gibt es aber noch eine zweite sogenannte Wegzugsteuer oder Exit Tax. In anderen Ländern sagt man eben einfach dazu Exit Tax oder es läuft auch unter Wegzugbesteuerung, zum Beispiel in Österreich. Hier geht es aber um die sogenannte Entstrickungsbesteuerung und diese würde nun anfallen, wenn es zur Funktionsverlagerung kommt. Diese fällt also zusätzlich an, wenn du jetzt hier Funktionen der GmbH ins Ausland verlagerst. Und das kann alleine schon dadurch passieren, dass du als Geschäftsführer ins Ausland umziehst. Ich mache hierzu mal ein ganz konkretes Beispiel aus der Praxis. Wir hatten eine Mandantin, sie war einzige Gesellschafterin und Geschäftsführerin einer deutschen GmbH. Diese deutsche GmbH hatte im Grunde genommen nur passive Einkünfte. Sie hat dort Provisionen erhalten. Sie hat Affiliate Marketing gemacht und dann ist sie ins Ausland umgezogen. Und hier kam es dann zu dieser doppelten Besteuerung. Zum einen musste sie natürlich hier die Wegzugsteuer bezahlen und zum anderen aber wurde auch durch ihren Wegzug als Geschäftsführerin der Sitz der geschäftlichen Oberleitung ins Ausland verlagert. Dadurch wird letztlich im Ausland dann eine Betriebsstätte ausgelöst und die Gewinne der Gesellschaft
werden dieser Betriebsstätte zugeordnet. Das heißt, Deutschland hat nun nicht mehr das Recht, diese Gewinne zu besteuern. Und da es ja in Deutschland in diesem konkreten Fall, von dem ich dir gerade erzähle, keine Betriebsstätte, keine Substanz, keine Mitarbeiter oder sonst irgendwas gab, wurde letztlich also der gesamte Gewinn der Gesellschaft nun im Ausland versteuert. Das lässt sich Deutschland natürlich was kosten, wenn du hier diese Funktion, dieses Wirtschaftsgut ins Ausland verlagerst. In beiden Fällen, sowohl bei der Wegzugsteuer als auch bei der Funktionsverlagerung, also bei der Entstrickung, wird hier letztlich der Wert vom Finanzamt geschätzt über die vereinfachte Ertragswertmethode, wenn keine andere Bewertung vorliegt, die du auch selbst einreichen kannst oder beim Wirtschaftsprüfer. Das heißt, beide Mal wird hier der Wert berechnet mit 13,75 mal dem durchschnittlichen Betriebsergebnis der letzten 3 Jahre. Das kann also extrem happig natürlich für dich und kostspielig werden. Also, und wie gesagt, in meinem Beispiel wäre es zweimal angefallen. Das heißt, einmal hätte die Gesellschafterin dann die Wegzugsteuer bezahlen müssen und dann wäre in der GmbH, also nun in der Unternehmung letztlich die Entstrickungsbesteuerung fällig gewesen. Das heißt, an beiden Stellen, sowohl in der Unternehmung als auch letztlich bei natürlichen Personen, wird dann diese Steuer fällig. Das kann natürlich hier zum absoluten Wahnsinn werden. Wie gesagt, nehmen wir mal an, eine Bewertung von 1 Million bei einer Gründungsinvestition von 25.000. Das würde also bedeuten, dass du zweimal fast 250.000 möglicherweise an Steuern bezahlen musst, also 500.000, um Deutschland verlassen zu können. Und das wäre fällig bei einer GmbH, die vielleicht weniger als 100.000 Euro Gewinn macht. Ja? Also das heißt, die Konsequenzen hier sind ganz entscheidend und du musst dir als GmbH-Eigentümer darüber sehr gut Gedanken machen und dich sehr gut hier beraten lassen durch deinen Steuerberater oder Rechtsanwalt, damit du hier nicht in diese Steuerfalle rutscht. Schauen wir nun einmal an, wie du beide Steuern, die Wegzugsteuer und auch die Entstrickungsbesteuerung, effektiv vermeiden kannst. Nur die erste Frage, die man sich stellen muss, ist natürlich, ist das Unternehmen überhaupt etwas wert? Denn wenn das Unternehmen nichts wert ist, ja, dann fällt natürlich auch die Steuer nicht an. Hier kommt es nun zunächst mal darauf an, wie viel Gewinn eigentlich das Unternehmen erwirtschaftet. Wird also hier, sage ich mal, ein Gewinn von, sagen wir mal, nicht mehr als 100.000 oder 120.000 Euro erwirtschaftet, dann kannst du hier immer bei der GmbH einen Unternehmerlohn ansetzen. Ja? Das heißt, dieser Unternehmerlohn wird dir bezahlt, buchhalterisch fließt der hier über die Betriebskosten in die Gewinn- und Verlustrechnung ein. Und wenn du jetzt einen Gewinn hast von 100.000 und du setzt einen Unternehmerlohn an von, sagen wir mal, 98.000, dann verbleiben hier noch 2.000 Euro Gewinn. Damit ist natürlich dann sowohl die Wegzugsteuer als auch die Entstrickungsbesteuerung zu vernachlässigen. Das wäre natürlich eine Lösung, die sich dann für viele anbietet, die zum Beispiel eine solche Ein-Mann GmbH haben. In dem Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, hat aber die Mandantin sehr viel höhere Gewinne erzielt. Hier ging es um fast 300.000 Euro im Jahr und dann funktioniert das natürlich nicht mehr. Selbst wenn ich jetzt hier einen Unternehmerlohn von 100.000 Euro ansetze pro Jahr, bleiben dann immer noch 200.000 Gewinn übrig. Nehme ich hier die vereinfachte Ertragswertmethode, kommt hier immer noch ein Unternehmenswert von fast 2,8 Millionen Euro zustande. Und das, wie gesagt, würde ja dann hier zweimal als Basis dienen, um sowohl die Wegzugsteuer als auch die Entstrickungssteuer zu berechnen. So, in diesem Fall müsste man also tatsächlich hier eine Bewertung zum Beispiel durch einen Wirtschaftsprüfer anfertigen lassen. Der Wirtschaftsprüfer hat immer Möglichkeiten, hier tatsächlich auch eine sehr viel tiefere Bewertung als die vereinfachte Ertragswertmethode einzureichen beim Finanzamt. Und der Vorteil beim Wirtschaftsprüfer eben ist, dass mit über 90%iger Wahrscheinlichkeit dann auch tatsächlich diese Bewertung anerkannt wird vom Finanzamt, von den Behörden. Das heißt, da lässt du dich dann nicht in Rechtsstreitigkeiten hinterher verstricken. Und wie gesagt, mögliche Diskussionen führt dann der Wirtschaftsprüfer eben mit dem Finanzamt. Das musst nicht du machen, auch wenn diese Bewertung natürlich schnell mal 15.000 oder 20.000 Euro oder möglicherweise auch mehr kosten wird. So, wie kann der Wirtschaftsprüfer eine solche positive Bewertung hier für dich erzielen? Nun, ob natürlich nun wirklich hier die vereinfachte Ertragswertmethode sinnvoll ist, um diesen Unternehmenswert auch in dem konkreten Beispiel, das ich genannt habe, zu beschreiben, das muss man natürlich tatsächlich hier sehr sorgfältig prüfen. Möglicherweise läuft ja hier der Provisionsvertrag schon in einem Jahr aus.
neue Aufträge sind nicht in Sicht, das Geschäft ist am Sterben, dann ist natürlich die vereinfachte Ertragswertmethode völlig unsinnig. Dann ist der Firmenwert vielleicht, sagen wir, noch einmal die 300.000 Euro Gewinn, abzüglich einem Unternehmerlohn von 100.000, bleiben dann noch 200.000 übrig. Da müsste man eben dann auf 200.000 Euro entsprechend die Steuer bezahlen. In meinem Beispiel möglicherweise auch zweimal, korrekt. Aber das ist natürlich eine ganz andere Kategorie, als jetzt Steuer hier auf 2,8 Millionen bezahlen zu müssen. Ja? Wenn dieser Ansatz auch nicht funktioniert und der Unternehmenswert lässt sich nicht so stark reduzieren, dann kann man natürlich sagen, man wandelt die GmbH in eine GmbH und Co. KG um. Eine Personengesellschaft löst ja keine Wegzugsteuer aus. Die Entstrickungsbesteuerung würde aber dennoch ausgelöst werden, wenn hier die Betriebsstätte der GmbH und Co. KG ins Ausland abwandert. Daher wäre es hier ebenso sehr wichtig, dass du bei der GmbH oder auch bei der GmbH und Co. KG einen in Deutschland ansässigen Geschäftsführer bestellst, der auch tatsächlich kompetent ist. Ja, das heißt, der tatsächlich auch hier die Entscheidung treffen kann des Tagesgeschäfts, der tatsächlich auch Zahlungen auslösen kann auf dem Konto der Gesellschaft, dass du hier also aus dem Ausland nicht geschäftsführend tätig wirst, dann gibt es auch keine Betriebsstätte im Ausland, dann findet auch keine Entstrickung statt unter der Annahme, dass die Gesellschaft weiterhin in Deutschland betrieben wird und nicht geschlossen wird. Wenn du natürlich ohnehin die Situation hast, dass du Personal in Deutschland hast, Betriebsräume in Deutschland hast, dort tatsächlich eine gewerbliche Aktivität in Deutschland vor Ort stattfindet, dann ist natürlich auch die Gefahr der Funktionsverlagerung möglicherweise gar nicht gegeben. Dennoch solltest du die Geschäftsführung aufgeben, denn du wirst ja auch im Zielland dann möglicherweise hier steuerliche Implikationen auslösen, wenn du von dort eine Gesellschaft im Ausland leitest, wirst dort eine Leitungsbetriebsstätte auslösen und dann dort eben auch eine Steuerpflicht. Deswegen ist es immer anzuraten, dass du von der Geschäftsführung deiner deutschen Gesellschaft zurückziehst, wenn du ins Ausland umziehst. So, wenn du also beide Maßnahmen vornimmst, ja, das heißt, du wandelst die GmbH in eine GmbH und Co. KG um, du hast tatsächlich Substanz in Deutschland, du hast dort Wertschöpfung, du hast Personal, du hast einen Geschäftsführer, dann würde weder die Wegzugsteuer noch die Entstrickungsbesteuerung ausgelöst werden. Und das ist übrigens, was auch tatsächlich die vorhin angesprochene Mandantin gemacht hat. Das heißt, sie hat die GmbH in eine GmbH und Co. KG umgewandelt. Hier muss man aufpassen. Auch das führt zur Aufdeckung der stillen Reserven. Auch das kann steuerliche Nachteile haben. Möglicherweise kann man auch die Gesellschaft in eine GmbH und Co. KG Holding einbringen. Das musst du mit deinem Steuerberater besprechen. Aber wie gesagt, es war dann eine GmbH und Co. KG vorhanden. Die Mandantin trat von der Geschäftsführung zurück. Es wurde alles von einem deutschen Geschäftsführer erledigt. Und somit konnte sie dann beide Steuern vermeiden. Die Wegzugsbesteuerung und auch die Entstrickungsbesteuerung. Steuerlich gesehen läuft es so ab, dass die Gesellschafter der GmbH und Co. KG, die sogenannten Kommanditisten, dann in Deutschland steuerpflichtig bleiben, dort eine Steuererklärung einreichen und auf dieser Steuererklärung die Gewinne aus der GmbH und Co. KG erklären und diese auch in Deutschland versteuern müssen. Das heißt, man ist dann weiterhin auf die Einkünfte aus dieser Gesellschaft in Deutschland steuerpflichtig. Das lässt sich, wie gesagt, nicht vermeiden. Aber wenn du in einem Land lebst, das ein DBA mit Deutschland unterzeichnet hat, würden dann die Einkünfte normalerweise in dem Wohnsitzland nicht mehr besteuert werden, sondern nur in Deutschland. Und du müsstest natürlich in deinem neuen Wohnsitzland angeben in der Steuererklärung, aber es sollten dort unter Angabe der deutschen Steuern keine weiteren Steuern fällig werden. So, also hier nochmal, denke daran, wenn du eine GmbH hast, vor allen Dingen, wenn es eine Ein-Mann-GmbH ist und es dort keine weitere Substanz, keine weitere Betriebsstätte, Wertschöpfung in Deutschland gibt, wenn du dann einfach ins Ausland umziehst, dann hast du möglicherweise auf jeden Fall Probleme, dann hast du auf jeden Fall die Entstrickungsbesteuerung und die Wegzugsteuer am Bein, also eine sehr hohe doppelte Steuerbelastung, wenn du das nicht im Vorfeld bedenkst. Es ist immer einfacher, das im Vorfeld zu bedenken, das im Vorfeld zu lösen und dann nicht in so eine Falle reinlaufen zu müssen, wie es der Mandantin passiert ist, wo es dann einiges an Aufwand, Anwälte, Steuerberater, Finanzamt, Ärger, schlaflose Nächte und so weiter gekostet hat. Diese Kuh vom Eis zu bringen, ist immer einfacher, wenn du es tust, bevor du weggehst. Wenn auch du dich mit einer solchen Situation konfrontiert siehst, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein.
Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu helfen, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich optimiert aufzustellen, rechtssicher sich zu organisieren, neues Vermögen aufzubauen, ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.